Es ist Halloween-Season und das bedeutet natürlich auch, dass wir euch Halloween-Events hier auf dem Kanal zeigen. Überwiegend in Freizeitparks und in so einer ähnlichen Art sind wir auch heute unterwegs, aber nicht in einem klassischen Freizeitpark, sondern in Bavaria Filmstadt. Und ihr seht schon, es gibt eine Spooky-Tour und es gibt noch mehr hier zu entdecken. Das zeigen wir euch jetzt alles in diesem Video. Wir entdecken das auch zum ersten Mal und fangen aber erstmal an, dass wir uns einen kleinen Überblick Backstage verschaffen, bevor das Ganze losgeht. Denn noch scheint die Sonne, noch ist das Wetter wunderbar hier um München und gleich wird's gruselig. So Leute, wir sind drin, wir waren gerade Backstage beziehungsweise im Green Room, wo sich alle fertig machen und die ganzen Darsteller sich gerade fertig machen, beziehungsweise gibt es einen Kostümfundus, es gibt das Make-up, es gibt natürlich unendlich viel Kunstblut. Wir haben ja Halloween, aber ein bisschen anderes Halloween-Event, da gehen wir, wenn wir das gleich alles auch gemeinsam erleben, ein bisschen drüber. Und wir sind ja auch in der Bavaria Filmstadt, also ist das ja fast schon logisch, dass das hier ein bisschen anders funktioniert und nicht nur mit stumpfen Scares. Aber bevor es richtig losgeht, gibt es ein kleines Briefing für die ganzen Darsteller und ein bisschen Motivation und da schalten wir jetzt rüber. Kommt ruhig ein bisschen näher, ich beiß heute. Ausnahmsweise noch nicht, so schlimm war es Sonntag nicht. Ich schon. Mutti schon. Und du halt schon. Die Schmaribel. Und der Michi. So. Ei. Pünktlichkeit. Ja, danke. Fair. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen, One-Timies. Herzlich willkommen, Alex von Top FM. Ja, ausnahmsweise, ja. Genau. Zeitsparen. Ist heute noch irgendwie was Neues? Irgendwie wer anders da? Ja, Dennis und Judith sind da von Ride Review. Das ist ein gutes Stichwort, nämlich das ist euer Signal. Ihr werdet die nachher wieder on Tour sehen. Aber sie können rückwärts. Aber ihr müsst hier noch den Weg frei machen. Markus, Felix. Jetzt geschafft. Hunters. Apokalyptika. Hiddens. Parschen. Diggers. Licht. Markheim! Nothing! Beats! Jet! Holiday! Soulless! Top FM! Was für uns? Ja, sehr gut. Novarims! Nova, Baby! Hier am Bachstein. Ja, genau. Geht doch. So, wir starten jetzt und es gibt hier verschiedene Sachen, die man machen kann und wir sind jetzt im Eingangsbereich und hier gibt es zwei Maces. Die eine machen wir später, weil es jetzt noch zu dieser Jahreszeit etwas hell ist und da teilweise auch draußen was passiert. Und das ist dann schon empfehlenswerter, das im Dunkeln zu machen. Aber Obscurum hier hinter mir, das machen wir jetzt. Da werdet ihr nicht viel sehen, weil wir wahrscheinlich nicht viel sehen und es halt viel um Dunkelheit geht. Aber bleibt gespannt, es gibt nicht nur zwei Maces hier, es gibt Hologate auch noch mal extra und
ganz große andere Hauptteile des Halloween-Events hier in der Bavaria Filmstadt, zu der wir gleich auch noch kommen. Aber jetzt erstmal erste Maze machen. Komm mit. Das ist doch mal das geilste Product Placement, was ich je gesehen habe. So, erstes Maze gemacht und ja, das letzte Licht ist so der Subtitel von dem Maze und man gibt auch sein letztes Licht quasi ab und geht in die Maze, indem man quasi alleine in einen Sarg gesteckt wird und dann geht's los. Und es ist so eine Alone in the Dark Maze und es ist halt einfach nur stockduster, du siehst gar nichts. Und es ist auch auf jeden Fall nicht hilfreich, wenn du vorher erstmal geblendet wirst. Natürlich, also für den Effekt ist es hilfreich. Und hier und da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Scares. Und wenn ihr Angst vor Dunkelheit habt, dann ist das auf jeden Fall genau eure Maze. Müsst auch krabbeln. Stimmung ist auf jeden Fall cool und vor allem, dass du alleine im Dunkeln da unterwegs bist, ist schon was Besonderes. Was wirklich Besonderes ist, es gibt eine riesige Spooky-Tour hier, die 75 Minuten geht und da gehen wir jetzt hin. Und das Ganze ist so ein bisschen ein interaktives Theaterstück und man bekommt eine Story erzählt, vorgespielt und trotzdem gibt es dabei Scares. Jedes Jahr gibt es eine neue Story, die bauen aufeinander auf. Man versteht sie wohl aber auch trotzdem, wenn man die alten Stories noch nicht kennt. Und Halloween gibt es hier übrigens in der Bavaria Filmstadt schon seit 8 Jahren und die ersten 3 Jahre noch ohne diese krasse Storyline und seitdem halt mit der krassen Storyline. Wir sind null im Thema, werden mal sehen, ob wir es verstehen und nehmen euch da jetzt mit hin und gucken uns die Spooky Tour an. Mein Name ist Motivation. Ich bin ausgebildete Motivationscoachin für Hunde. Wissen Sie schon, was Sie gleich erwartet? Wollen Sie es wissen? Nein, nehmen Sie mit und gehen. Meine reizende Assistentin Jessica wird es Ihnen erklären. Klaus-Dieter, ich möchte dir etwas so. Ah, da seid ihr ja endlich. Auf euch haben wir schon gewartet. Ja, kommt alle rüber. Also ich glaube, ihr werdet nicht wirklich lange überleben. Naja, ihr habt jedenfalls meine Bahn geschafft. Das wäre geil, aber das Viel Spaß. Reichen. Ja, das sind meine letzten Vorräte. Ja! Scheiße, habt ihr nicht erschreckt? Ihr habt ihr nichts verloren. Aber dann haben diese elenden Pins alles durcheinander gebracht. Kommt rein mit euch! Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Nach all den Jahren im Untergrund. Horat! Etvelmoran! Enturidan! Maltura! Senfori! Exidos Viens!
Habt ihr das Serum? Kommt herein. Schnell! Kommt herein. Wen haben wir denn hier? Was hat euch zu mir hierher geführt? Ich dachte eigentlich, etwas Ruhe gefunden zu haben. Ja, ich hab's mir auch schon fast gedacht. Also, da kommt heute alle her. Was nicht klappt, das könnt ihr rennen. Beweg dich, ja, lauf! Bewegung, Bewegung, Bewegung und nicht. Attacke die Finger! Bewegt euch! Guck mal, hier, du kriegst einen. Ja, du hast so ausgeschaut, als wenn du drauf stehen darfst. Ja. Rein und dann da bitte durch die Tür durch, nicht so wie die letzten. So, ihr Lieben, ich wünsche euch alles Geile. Ja. Und ich gehe jetzt in die Scheißgasse und hol mir eine Eule. Also, Wie seit letzten Jahr. Kommt, verteilt euch. Verteilt euch. Wart ihr die Letzten oder kommt da noch was? Geht nur. Geht. Geht, jetzt verschwindet endlich. Oh, nee. Zu Ehren der Hohepriesterin. Nun ist es an euch, eine Entscheidung zu treffen. Trete näher. Fleisch! So, wir haben die Filmstadt Spooky Tour gemacht. Super schwierig zu erklären, aber was ich eben eingangs gesagt habe, so ein interaktives Gruseltheaterstück, das trifft eigentlich ganz gut und das in der ganzen Filmstadt. Mit so Maze-Passagen dazwischen, so würde ich es vielleicht ein bisschen beschreiben. Und ich denke, vor allem so für Einsteiger und Leute, die sich gruseln wollen, aber Unterhaltung dabei auch haben wollen und ein bisschen Witz und mal lachen, ist das genau das Richtige. Es ist nicht dieses krasse Schock-Horror-Splatter, sondern eine ganz andere Experience, die man hat. Und ja, auch fast logisch bei so einer Tour mit verschiedenen Elementen, die teilweise von dem Setting lebt, was die Filmstadt sonst als normales Tagesgeschäft hier hat und halt diese coolen Kulissen der Filmtour bietet. Und das gepaart mit ein paar extra Horrorsachen. Ich finde auf jeden Fall die Bodyparts, Props sind voll krass. Da siehst du, dass wir hier in Filmstudios sind. Also das ist, die habe ich noch nie so heftig gesehen. Also das war teilweise schon so, kann man das machen? Und danach sind wir wieder hier angekommen. Und wir fahren ja auch mit dem Bahn in die Studios rein und kommen damit wieder raus. Und dann sind wir zur nächsten Attraktion direkt gegangen, wo der Eingang direkt sich daneben befindet. Und wir sind nach Mörkheim gefahren. Und Auf dem Weg nach Mörkheim. Eine atemberaubende Reise.
wenn es Sie gleich interessiert, was auf Sie wartet. Auf dem Weg finden Sie einen spannenden und äußerst hilfreichen QR-Code. Fühlen Sie sich einfach frei, diesen zu scannen. Ist voll cool. Für alle, die mich noch nicht kennen, hallo, mein Name ist Mutti Motivation und ich darf Sie jetzt einladen nach Mörkheim. Aussteigern, herzlich willkommen in Mörkheim. In Bergheim. Einmal aussteigen. Ich nehme Sie jetzt mit auf ein paar Minuten Spannung durch diese wunderbare Stadt und freue mich sehr, dass ich heute Ihr Tourguide sein darf. Bitte folgen Sie mir, bleiben Sie dicht zusammen und verlassen Sie nicht die markierten Wege. So schön wie ein nächtlicher Ausflug durch diese ganze zaubernde Stadt. Stopp! Jetzt einmal in Zweierreihen aufstellen. Ich sehe nichts. Vorsicht, da kommt gleich ein Go-Kart. Das ist doch ein Monster. In der Safe Zone. Ist das nicht ironisch? Die coolen Kids bleiben Und übrigens ihr? hier. Noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie ihr hierher gekommen seid und warum nur 4 von euch gewonnen haben. Das ist schon fast ein bisschen traurig. Schon. Das stimmt. Egal. Das ist ein Escape-Game, was hier dann gespielt wird. Aber lasst euch nicht abschrecken, wenn ihr das jetzt erstmal so hört. Ihr müsst jetzt nicht eine Stunde irgendwie aus einem... ihr habt nicht eine Stunde Zeit, um jetzt aus dem Raum rauszukommen, sondern ihr habt nur 10 Minuten Zeit und müsst ein Rätsel in einer ganzen Stadt lösen. Dazu gibt es ein bisschen Introducing am Anfang, man wird abgeholt, man kriegt die Story erzählt, es gibt auch dann noch Film-Content dazu, um die Story näher zu bringen, und dann muss man Rätsel lösen und es gibt Leute, die lösen die Rätsel und bekommen eine Münze und die können dann mit dem Düsterzug wieder hin zurückfahren, und es gibt Leute, die kriegen einen Sack über den Kopf und kriegen einen Kopfschuss und haben dann ein Loch in der Stirn, wie ich. Uschi hat kein Loch in der Stirn. Trotzdem bin ich der Schlauere von uns beiden. Und danach gibt es sogar noch die Möglichkeit zu sehen, was mit der nächsten Gruppe passiert und wie die ihren Kopfschuss bekommen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, ne? Bei euch, ja. Du hast sogar gesehen, wie ich einen Kopfschuss gekriegt habe, was nichts gemacht. Das ist toll. Aber Wie machen so Menschen? wenn ich in die Kugel werfe. Auch super geil gemacht und also das hat uns wirklich überrascht und sehr gut gefallen, weil es einfach zu lösen war. Ich habe bei dem einen zu kompliziert gedacht und bei dem anderen zu einfach. Da habe ich jetzt im Nachhinein rausgefunden. Und das ist auch immer so, was mir im Weg steht bei Escape Rooms. Und dann diese große Tour, echt cool. Und jetzt haben wir aber noch eine Maze, die wir machen müssen, die noch offen ist. Und die gucken uns jetzt natürlich auch noch an, um dann einmal komplett alle, außer das Hologate VR-Ding, was wir aber auch machen können mit Ghostbusters, was bestimmt für viele auch cool ist und Spaß macht. Aber damit wir das einmal alles abgedeckt haben. Da seid ihr wieder. Herrschaftszeiten.
alles wieder gut. Alles in Ja, Ordnung. das sieht sehr Die normal Batterien aus. sind jetzt wieder wie sie sollen. Sehr normal. schön. Und jetzt haben wir noch Apokalyptika gemacht. Apolyptika. Apolyptika. Wir haben noch Apolyptika gemacht. Ich hatte vorher noch gesagt, ich werde das auf jeden Fall falsch sagen. Sie hat recht behalten. Nochmal ein cooles Maze. Müsst ihr auf jeden Fall warten, bis es dunkel ist. Und wer auf Aliens steht, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Denn die Aliens haben ein bisschen Schleim da gelassen. Aber es gibt auch ein paar Autowracks, es gibt Laser, es gibt einen Feuereffekt. Das ist ziemlich cool. Und auch ein entspanntes Maze, aber mit einigen Schreckmomenten. Und auch kein Blut und Splatter, sondern wieder ein bisschen was ganz anderes. Sehr cooles Halloween-Event hier in der Bavaria Filmstadt. Und habt ihr das schon mal gemacht? Das würde mich interessieren, weil wir hatten das vorher gar nicht so krass auf dem Schirm, obwohl es das jetzt schon 8 Jahre gibt. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns das wissen. Und habt ihr jetzt vielleicht auch Bock, wenn ihr aus der Region seid oder extra dafür hinzufahren? Auch das würde mich mal interessieren, weil dann suchen wir noch mehr so Sachen für euch raus und kommen auch wieder hier hin.